Meistens ist das Motiv für eine Straftat offensichtlich und lässt sich ohne größere Probleme aufdecken. In einigen Fällen bleibt die Tat des Täters jedoch auch nach einer gründlichen Untersuchung ein Rätsel. Carolyn Johnson wurde am 29. Februar 1972 in Provo, Utah, USA geboren. Sie war das einzige Kind in ihrer Familie, daher schätzten ihre Eltern sie sehr. Sie alle standen in engem Kontakt miteinander. Carolyn hatte ein wunderbares Verhältnis zu ihren Angehörigen. Von klein auf war das Mädchen sehr kreativ. Insbesondere fühlte sie sich stark zur Musik hingezogen. Nach dem Abschluss der Highschool ging sie an die Brigham Young University, wo sie ein Studium im Bereich Musik, Bühne und Theater absolvierte. Nach ihrem Bachelorabschluss widmete sie sich mehr als 27 Jahre lang dem Gesangsunterricht an derselben Hochschule. Doch damit war ihre berufliche Laufbahn noch nicht zu Ende. Sie unterrichtete nicht nur, sondern eröffnete auch ihr eigenes Gesangsstudio, in dem sie angehende Künstler ausbildete. Viele ihrer Schüler schafften den Durchbruch, traten an professionellen Theatern am Broadway auf und machten sich als Songwriter und Interpreten einen Namen. Carolyns offizielle Karriere umfasste auch zahlreiche Auftritte in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Ausland. Sie war Mitglied eines Frauenquartetts, trat in Musicals auf und war eine renommierte Studiomusikerin. Darüber hinaus waren ihre Familie, ihre Kinder und ihr Mann sowie die Fürsorge für sie ihre große Leidenschaft. Während ihres Studiums an der Brigham Young University ging Carolyn in eine Konditorei in der Nähe einer Buchhandlung. Dort arbeitete zu dieser Zeit Olin Johnson, mit dem sie ins Gespräch kam. Am Ende des Gesprächs fragte der junge Mann sie nach ihrer Telefonnummer. Am selben Abend rief Olin die junge Frau an. Sie begannen sich zu unterhalten und verabredeten sich zu einem Treffen. Daraus entwickelte sich eine romantische Beziehung und schließlich eine Hochzeit in Salt Lake City am 24. April 1992. Mehr als Musik und Gesang liebte Carolyn nur ihre 6 Kinder. Sie kümmerte sich stets um ihren Erfolg und half ihnen, ihre Talente zu entwickeln. Olin Johnson wurde am 29. März 1967 in American Fork, Utah, geboren. Von klein auf war Olin sehr fleißig, half seinen Eltern gerne im Familienbetrieb und verbrachte seine gesamte Freizeit mit Spaziergängen in der freien Natur. Der dichte Wald und die Berge beruhigten ihn immer. In der Oberstufe wurde er in seiner Gegend als Sportler ziemlich bekannt und betrieb Crosslauf. Seine Familie war, wie die Familie von Carolyn, gläubige Mormonen. Nach dem Schulabschluss ging er mit der Kirche auf Mission nach Portugal. Nach seiner Rückkehr setzte er sein Studium fort und erwarb 2 Bachelor-Abschlüsse in Portugiesisch und internationalen Beziehungen. Auch Olin studierte an der Brigham Young University. Parallel zu seinem Studium arbeitete er als Sprachlehrer in einem Ausbildungszentrum für Missionare. Er arbeitete immer hart, um sich, seine Frau und seine 6 Kinder zu versorgen. Der Vater unterstützte alle Bestrebungen der heranwachsenden Generation in der Hoffnung, dass sie ihr kreatives Potenzial ebenso entfalten könnten wie ihre Eltern. Es überrascht nicht, dass für die ganze Familie der Besuch von Karatekursen, Musikaufführungen, Turnieren, Wettkämpfen und Konzerten, an denen die Kinder teilnahmen, zu den wichtigsten Aktivitäten gehörte. 24 Jahre seines Lebens widmete Olin der Freiwilligenarbeit. Lange Zeit leitete er das Such- und Rettungsteam des Sheriffs von Utah County. In dieser Zeit half er Tausenden von Menschen in Notfällen. Alle kannten ihn als ruhigen, aufmerksamen, fürsorglichen und sehr professionellen Menschen, der auch auf kleinste Details achtete. Das Paar heiratete im April 1992. Der Kopf der jungen Familie kümmerte sich sofort um die Lösung finanzieller Probleme. Lange Zeit gab es keine hochbezahlte Arbeit. Allerdings war Olin immer ein sehr zielstrebiger und durchsetzungsstarker junger Mann gewesen. Er träumte davon, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Er interessierte sich für den Bereich der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern der Strafverfolgungsbehörden. Zunächst arbeitete er als Manager in Projekten zum Bau von Schießständen, darunter für das Federal Bureau of Investigation und die Quantico Academy in Virginia. Dann sammelte Olin mehr Erfahrung und begann, solche Anlagen selbst zu bauen. Zum Zeitpunkt der fraglichen Ereignisse hatte er sich eine erfolgreiche Karriere in diesem Bereich aufgebaut und entwickelte weiterhin neue Ausbildungsstätten. Trotz dieser Tätigkeit beschrieben alle den Mann als sehr warmherzig und gütig. Später gab Carolyn zu, dass sie sofort Mitgefühl und Einfühlungsvermögen verspürte und daher überzeugt war, dass Olin ein wunderbarer Ehemann und Vater sein würde.
Sie liebte es, für ihre große Familie zu kochen und genoss die heimelige Atmosphäre, die sie selbst schuf. Im Jahr 2024 lebten die älteren Kinder des Paares bereits getrennt und gingen ihrem eigenen Leben nach. Nur die jüngeren Kinder blieben bei ihren Eltern zu Hause. Mutter und Vater widmeten ihre gesamte Freizeit der heranwachsenden Generation. Beide arbeiteten viel, deshalb verbrachten sie alle Wochenenden fernab vom Trubel der Stadt. Sie liebten es zu reisen, besuchten mehrere Länder in Europa und Australien und bereisten viele Bundesstaaten. Das Paar bevorzugte aktive Erholung, Skifahren und Wandern, wobei sie immer ihre Kinder mitnahmen. Es war schwer, eine Familie zu finden, die enger zusammenhielt als die Johnsons. Carolyn und Olin lebten weiterhin ein erfülltes Leben, gingen ihren Lieblingsbeschäftigungen nach und veröffentlichten regelmäßig Beiträge in sozialen Netzwerken, die hauptsächlich familiäre Inhalte hatten. Es schien, als könne diese Idylle nicht zerstört werden, aber in Wirklichkeit sah die Situation etwas anders aus. Am 12. Juni 2024 um 12:40 Uhr rief ein Teenager die Polizeistation in American Fork, Utah, an. Mit zitternder Stimme berichtete der Junge, dass in seinem Haus ein schrecklicher Mord geschehen sei. Er habe seine Eltern im Hauptschlafzimmer ohne Lebenszeichen aufgefunden. Der Junge betonte sofort, dass er nicht Zeuge des Vorfalls gewesen sei und nicht wisse, was tatsächlich passiert sei, sondern seine Eltern gefunden habe, sobald er von der Straße nach Hause gekommen sei. Es handelte sich um den 50-jährigen Olin und die 52-jährige Carolyn. Beide lagen blutüberströmt auf ihrem Ehebett. Ihr Sohn vermutete, dass beide Schussverletzungen hatten. Sofort kam die Vermutung auf, dass der Vater seine Frau erschossen und sich dann aus dem Leben geschieden habe. Die Polizeibeamten trafen innerhalb weniger Minuten ein. Es handelte sich um eine wohlhabende Gegend mit wohlhabenden Amerikanern, in der selten etwas Gewalttätiges passierte. Die Polizeibeamten vermuteten auch, dass es sich um einen Raubüberfall handeln könnte. Der jüngere Sohn des Paares öffnete den Polizisten die Tür. Er führte die Ermittler ruhig zu seinen Eltern. Es war sofort klar, dass Olin und Carolyn nicht mehr zu helfen war. Beide hatten Schussverletzungen. Die Frau wurde aus nächster Nähe erschossen. Sie hatte mehrere Schüsse in die Brust und einen Schuss in den Kopf. Der Täter handelte mit großer Sicherheit und gab sogar einen Kontrollschuss ab, was auf einen Ausbruch von Wut und Hass hindeuten könnte. Olin wurde einmal in den Kopf geschossen. Die Position des Körpers und die Lage der Ein- und Austrittswunde bestätigten die Version eines freiwilligen Abgangs aus dem Leben. Es mussten jedoch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um diese Version zu bestätigen. Die Tat des Familienoberhaupts Johnson war für alle ein echter Schock. Niemand hätte gedacht, dass der Mann seine 6 Kinder als Waisen zurücklassen könnte. Einige von ihnen waren noch nicht volljährig. Gerüchte verbreiteten sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Bald wurde das Haus des Ehepaares von Journalisten belagert. Es gab mehr als genug Stoff für reißerische Schlagzeilen. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Ein liebevolles Ehepaar, das so plötzlich verstorben war, und ihre 32-jährige Ehe, das $1,5 Millionen teure Anwesen der Johnsons, ihr wohlhabendes, geordnetes Leben. Während die Kriminaltechniker den Tatort untersuchten, Beweise sammelten und nach einem möglichen Motiv für den Mord und den freiwilligen Tod suchten, verbreitete die Öffentlichkeit Gerüchte, dass das Motiv für das Verbrechen mit Geld zu tun habe. Die meisten glaubten nicht an einen freiwilligen Tod, da Olin überhaupt nicht wie jemand wirkte, der zu so etwas fähig wäre. Die jüngeren Kinder der Familie Johnson wurden von ihren älteren Brüdern und Verwandten, die in der Nähe wohnten, aufgenommen. Sie beschuldigten die Strafverfolgungsbehörden sofort, übermäßiges Interesse an den Kindern der Verstorbenen zu zeigen. Die Kinder wurden verdächtigt, ihre Mutter und ihren Vater umgebracht zu haben, um das Erbe zu erhalten. Die Zweifel der Ermittler verstärkten sich noch, als der älteste Sohn sich an die Versicherungsgesellschaft wandte, um eine Auszahlung aufgrund des Todes seiner Eltern zu erhalten. Die Auszahlung der Entschädigung wurde abgelehnt, da der verdächtige Vorfall noch untersucht wurde. Die Polizei interessierte sich bereits am 2. Tag nach der Tragödie für den Versuch, Geld zu erhalten. Der junge Mann bestand jedoch darauf, dass das Geld für die Beerdigungskosten und die damit verbundenen Ausgaben benötigt werde.
Zu diesem Zweck starteten Carolyns Familienmitglieder später eine Spendenaktion auf GoFundMe. Die Nachricht über den Mord und den Tod des wohlhabenden Geschäftsmannes verbreitete sich sehr schnell. Alle fragten sich, wie konnte so etwas Menschen passieren, die sich offensichtlich aufrichtig liebten und seit 32 Jahren glücklich verheiratet waren. Die wertvollste Informationsquelle war die Pistole, mit der die Tat vermutlich begangen worden war. Sie lag rechts neben Olins Leiche, als wäre sie ihm nach dem Schuss aus der Hand gefallen. Die ballistische Untersuchung bestätigte, dass alle Kugeln aus dieser Waffe abgefeuert worden waren. An Olins Händen befand sich Schießpulver. Außerdem waren auf dem Griff der Pistole nur seine Fingerabdrücke zu finden. Auf Carolyns Körper befanden sich Spuren von Pulvergase, die darauf hindeuteten, dass aus nächster Nähe geschossen worden war. Die Entfernung betrug nicht mehr als 1 Meter. Die Hände der Frau wiesen jedoch keine Spuren von Schießpulver auf, was bedeutete, dass sie nicht geschossen hatte. Das unmittelbare Umfeld des Paares wurde sofort befragt, um zu verstehen, was zu dieser Tragödie geführt hatte. Das Seltsamste daran war, dass niemand jemals bemerkt hatte, dass das Ehepaar irgendwelche Probleme oder Konflikte hatte. Sie waren ruhige, nette Menschen, die ihren Nachbarn nur in positiver Erinnerung geblieben waren. Es schien sich um einen spontanen, unmotivierten Akt der Aggression zu handeln, was jedoch nur noch mehr Verwirrung stiftete. Um die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren, wurde eine Pressekonferenz abgehalten. Zunächst wurde dazu aufgerufen, nicht in Panik zu geraten und die Ermittlungen nicht zu behindern. In diesem Fall spielte die Popularität des Ereignisses einen bösen Streich, da mehrere Personen beschlossen, falsche Aussagen zu machen. Sie wandten sich an die Bezirksscheriffabteilung, um von einem mysteriösen Mann zu berichten, einem möglichen Einbrecher, der am selben Tag aus dem Haus der Johnsons geflohen war, und erzählten auch von einem Verfolger, von dem Olin selbst berichtet haben soll. Eine Überprüfung deckte die Lügen schnell auf. Die Kinder der Johnsons wurden rasch von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die Untersuchungen bestätigten die Version des jüngeren Sohnes. Nun mussten alle 6 jungen Menschen, deren Alter zwischen Teenageralter und Erwachsenenalter lag, mit den Ermittlern sprechen, um ihnen zu helfen, die Beziehungen des Ehepaares zu verstehen. Normalerweise findet man in solchen Fällen etwas, das die blutigen Verbrechen erklärt. In der Regel sind das Eifersucht oder finanzielle Motive. Aber im Fall der Johnsons war das anders. Der einzige verdächtige Vorfall in der Beziehung des Ehepaares war ein Konflikt, der sich zwischen 2020 und 2021 ereignet hatte. Nicht alle Kinder der Johnsons waren Zeugen davon, aber der Jüngste erinnerte sich, dass sein Vater viel geschrien, Dinge im Innenhof des Hauses herumgeworfen und einige Möbelstücke zerbrochen hatte. All dies erschreckte Carolyn so sehr, dass sie die Polizei rief. Olin wurde auf die Wache gebracht. Seine Frau fuhr sofort hinterher. Sie zog die Anzeige zurück, schrieb das Geschehene einem Missverständnis zu und holte ihren Mann nach Hause. Sie sprachen nur ungern über diese Ereignisse, selbst mit nahen Verwandten. Beide befürchteten, dass dies ihrem Geschäft schaden könnte und bezeichneten die Situation einfach als Missverständnis. Nach Angaben des Sohnes, der den Konflikt miterlebt hatte, wurde seine Mutter bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt. Keines der Familienmitglieder war jemals Opfer von Olins Aggressionen geworden. Im Gegenteil, er erzog seine Kinder sehr ruhig. Es gab keine Hinweise auf häusliche Gewalt in der Familie. Das unmittelbare Umfeld der Johnsons bestätigte, dass sowohl der Vater als auch die Mutter immer liebevoll waren. Sie übten weder physischen noch psychischen Druck auf ihre Kinder aus. Genauso verhielten sie sich auch untereinander. Trotz sorgfältiger Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden keine Einbruchsspuren gefunden. Aus dem Familienhaus fehlte nichts. Das Paar hatte keine Feinde. Der von der Polizei vorgefundene Tatort sah nicht nach einer Inszenierung aus. Es schien, als seien tatsächlich keine Fremden im Haus gewesen. Am Tatort wurden Blutspuren und Spritzer im Wohnzimmer auf dem Boden und an den Wänden gefunden. Wahrscheinlich begann der Angriff genau hier. Weder im Haus noch an den Händen der erschossenen Frau wurden Spuren eines Kampfes gefunden. Das bedeutete, dass sie nicht einmal Zeit hatte zu begreifen, was geschah, und sich nicht verteidigen konnte. Es schien, als hätte Olin seine Frau auf das Bett im Hauptschlafzimmer gelegt. Das wirkte wie eine Geste der Fürsorge. Möglicherweise war ihm sein Fehler sogar bewusst geworden. Der Mann schied aus dem Leben, direkt neben dem Leichnam seiner verstorbenen Frau. Seit dem Anruf seines Sohnes beim Rettungsdienst waren zahlreiche Ungereimtheiten offensichtlich. Eine Frage war jedoch besonders faszinierend. Alle, denen das Schicksal der Familie am Herzen lag,
wollten eine Antwort darauf. Was war Olins Motiv für den Mord und seinen freiwilligen Tod? Keine der Theorien der Ermittler konnte bestätigt werden. Keiner der Nachbarn hatte Konflikte zwischen den Johnsons bemerkt, auch nicht in den letzten Tagen vor dem Vorfall. Olin litt nicht an psychischen Erkrankungen und hatte keine Abhängigkeiten. Dies wurde durch zahlreiche Genehmigungen zum Tragen von Schusswaffen sowie durch seine Erfahrung in den Strafverfolgungsbehörden bestätigt, wo solchen Dingen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hätte der Mann Probleme dieser Art gehabt, wären sie von den Ermittlern entdeckt worden. In allen Bereichen war er jedoch angesehen und erfolgreich. Alle erinnerten sich an Olin als einen Profi und einen Menschen, der seiner Arbeit treu ergeben war. Solche lobenden Kommentare verwirrten die Ermittlungen in diesem Fall nur noch mehr. Nach der Untersuchung im Leichenschauhaus und der Obduktion der Leichen wurde im Gutachten des Gerichtsmediziners angegeben, dass der Vorfall als Mord mit anschließendem Freiwilligem einzustufen sei. Die Aufklärung des Motivs hätte es ermöglicht, diesen Fall endgültig abzuschließen. Hinweise auf das Motiv könnten sich in den sozialen Netzwerken oder in der Suchmaschine von Olin und seiner Frau finden lassen. Die Ermittler überprüften sorgfältig die Seiten des Ehepaares in den sozialen Netzwerken und ihre Aktivitäten im Internet. Das nahm viel Zeit in Anspruch, aber nach ein paar Monaten bestätigte sich, dass bei Carolyn nichts Ungewöhnliches vorlag. Alles war ruhig. Die Frau führte ihre Aktivitäten fort und veröffentlichte regelmäßig positive Beiträge über ihr Leben. Bei Olin wurde eine ähnliche Aktivität festgestellt, mit dem einzigen Unterschied, dass er 4 Tage vor der Tragödie einen seltsamen Beitrag auf seiner persönlichen Seite veröffentlichte. Nach der Tragödie kamen viele zu dem Schluss, dass dies ein Hinweis auf das Verbrechen war. Der Beitrag enthielt ein Foto auf seinem Lieblingsmotorrad. Der Mann schrieb, dass es egal sei, wie schlecht er als Mensch sei, Motorräder hätten ihm immer das Gleiche zurückgegeben und dass er auch gerne Ski gefahren sei. In den Kommentaren antworteten seine Kinder, dass er der beste Vater der Welt sei und sie ihn liebten. Leider gab auch dieser Beitrag keinen Aufschluss über das Motiv für die Tat. Indirekt konnte man in diesen Worten jedoch einen Groll gegen eine nahestehende Person vermuten, zum Beispiel gegen Carolyn. Experten aus dem Bereich der Psychiatrie analysierten diese Notizen und kamen zu dem Schluss, dass Olin möglicherweise wegen etwas sehr besorgt war und versuchte, vor etwas zu fliehen. Möglicherweise lag darin der Grund für seine Tat. Auf jeden Fall konnte nichts mit Sicherheit gesagt werden, da keine Geständnisse oder Abschiedsbriefe des Mannes gefunden wurden. Der jüngere Sohn bestätigte, dass es in den letzten Tagen zu einer gewissen Dramatik in der Beziehung des Paares gekommen war. Es gab keine Gewalt, aber zwischen den Eheleuten war eine deutliche Spannung zu spüren. Könnte dies die Tat beeinflusst haben? Eine der Theorien war der Verdacht, dass es sich um eine sorgfältige und professionelle Inszenierung handelte, die von einem anderen Täter vorbereitet wurde. Selbst als die Kinder des Paares von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurden, vermuteten die Ermittler, dass es in Olins Umfeld gefährliche Konkurrenten im Geschäft oder andere Neider gegeben haben könnte. Es bestand die Möglichkeit, dass selbst eine gründliche Überprüfung nicht sofort zu diesen Personen führte. Deshalb sprachen die Strafverfolgungsbehörden lange mit allen Kollegen des Mannes. Niemand hatte bemerkt, dass er mit jemandem in geschäftlichen Angelegenheiten in Konflikt geraten war. Außerdem schenkte er der Sicherheit keine große Beachtung, erzählte niemandem etwas und wandte sich nicht an die Polizei. Dieser Ansatz erwies sich, wie die meisten anderen, als Sackgasse. Das Fehlen schlüssiger Antworten führte zu noch mehr Gerüchten. Um die Theorie eines Liebesdreiecks zu überprüfen, wurden alle möglichen Informationsquellen des Paares analysiert. Keiner der Ehepartner hatte offensichtliche außereheliche Beziehungen. Olin und Carolyn nutzten keine Dating-Websites und korrespondierten mit niemandem. Sie waren anständig und treu in ihrer Ehe. Zeitungen und Fernsehjournalisten der Stadt nutzten jede Gelegenheit, um mit anderen Mitgliedern der Familie Johnson zu sprechen. Meistens überschütteten sie mit Fragen zu den zahlreichen Gerüchten, die sich um diesen Fall rankten. Die Familien der Verstorbenen mussten wiederholt Dutzende von Vermutungen widerlegen. Die Eltern nahmen an verschiedenen Reportagen teil und betonten, dass sie den Tod von Carolyn und Olin sehr schwer verkrafteten. Trotz der mutmaßlichen Tat des Mannes wurde auch er nicht weniger betrauert. Es wurde eine toxikologische Untersuchung der Leichen durchgeführt. Das Blut beider Ehepartner war jedoch sauber. Sie hatten in den letzten Tagen vor ihrem Tod weder Alkohol getrunken, noch illegale Substanzen konsumiert.
Angehörige bestätigten ebenfalls, dass Carolyn und Olin nie unter Suchterkrankungen gelitten hatten und sogar so gut wie nie Alkohol konsumierten. Als die offensichtlichen Theorien nicht aufgingen, beschloss man, sich auf die Beweise zu konzentrieren. Viel Zeit wurde darauf verwendet, die Quelle der Waffe zu finden, die für den Mord verwendet worden war. Das war jedoch nicht schwer. Alle wussten, dass Waffen zu Olins Sammelleidenschaften gehörten. Er hatte eine Vielzahl von Pistolen gesammelt. Dazu hatte vor allem seine berufliche Tätigkeit beigetragen. Olin liebte Schusswaffen und konnte gut mit ihnen umgehen. Die gesammelten Pistolen waren Geschenke oder wurden speziell erworben. Der Mann trug sie zur Selbstverteidigung bei sich. Diese Tatsache konnte als Beweis für eine Verfolgung oder Bedrohung angesehen werden, aber diese Vermutung fand keine Bestätigung. Alle Gegenstände in der Sammlung des Verstorbenen waren offiziell registriert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es bei Olin keine Zwischenfälle oder Konflikte im Zusammenhang mit dem Einsatz von Schusswaffen gegeben. Interessanterweise teilte Carolyn die Leidenschaft ihres Mannes nicht. Sie begleitete ihn nur sehr selten zum Schießstand und hielt sich lieber von den Waffen fern. Dies war jedoch auf ihre natürliche Angst zurückzuführen und nicht auf das Verhalten ihres Mannes. Außerdem zwang Olin seine Angehörigen nicht, seine Liebe zu Waffen zu teilen. Im Gegenteil, er bestand darauf, dass die anderen Familienmitglieder überhaupt keinen Zugang zu seiner Sammlung hatten. Der Mann ging sehr vorsichtig damit um und erlaubte den Kindern nicht, die Pistolen auch nur in seiner Gegenwart anzufassen. Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Medien dem Schusswechsel im Haus der Johnsons. Der Fall war für Psychiater besonders interessant, die zahlreiche Versionen der Ereignisse vorbrachten. Dass das Verbrechen von einem absolut gesunden Mann ohne kriminelle Vergangenheit begangen wurde, der seine Familie liebte und keine finanziellen oder sonstigen Probleme hatte, erschien sehr seltsam. Dutzende von Experten schlossen sich der Diskussion über das Motiv an und stellten Vermutungen über die Gründe für den Mord und Möglichkeiten zur Vermeidung einer Wiederholung der Tragödie an. Die typischen und am weitesten verbreiteten Theorien schrieben alles wieder einem Anfall von Eifersucht oder Wut zu. Trotz der Widerlegungen im Rahmen der Ermittlungen blieb das Liebesdreieck ein sehr beliebter Erklärungsansatz, jedoch eher als Mittel, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen. Untreue oder der Wunsch der Ehefrau, sich von Olin zu trennen, könnten den Ehemann in Wut versetzt haben. Aber auch hier konnte keine Bestätigung für eine bevorstehende Scheidung gefunden werden. Niemand aus dem engen Familienkreis hatte davon gehört. Die Frau hatte keine Informationen darüber gegoogelt, keinen Anwalt für Scheidungsprozesse kontaktiert und keine Scheidung eingereicht. Die Überprüfung von Carolyns Verlauf und Korrespondenz brachte keine neuen Erkenntnisse. Bei der Frau wurde nichts Diskreditierendes gefunden, es gab keine Affären und nicht einmal einen Flirt. Sie führte normale Aufzeichnungen und lebte ein gewöhnliches Leben. Daher schien es seltsam, dass die Frau ihren Mann irgendwie provoziert haben könnte. Eine ähnliche Situation fand sich in den sozialen Netzwerken auf Olins Computer und Mobiltelefon. Interessant könnte die Version mit den zunehmenden psychischen Problemen des Mannes erscheinen. Man achtete auf Olins Krankengeschichte, so stellte sich heraus, dass hier nichts Außergewöhnliches vorlag. Etwa 5 bis 6 Jahre vor der Tragödie litt er eine Zeit lang unter Erschöpfung und Depressionen. Dies begann, als Olin große Probleme in seinem Geschäft hatte und einige Schwierigkeiten, darunter auch finanzieller Natur, auftraten, über die er sich sehr sorgte. Nach Meinung des behandelnden Arztes, der Olin seit vielen Jahren betreute, war mit dem Mann nichts Ernstes passiert. Der Arzt unterhielt sich bereitwillig mit den Ermittlern. Er kannte die Geschichte der Familie ebenso gut wie die anderen. Er war über die Tat des Mannes verwirrt. Bei Olin waren keine Abweichungen festgestellt worden. Die Probleme, unter denen er lange vor dem Vorfall litt, konnten nach der Einnahme leichter verschriebener Medikamente behoben werden. Innerhalb eines Monats normalisierte sich Olins Zustand. Die Schwierigkeiten mit dem Geschäft waren gelöst. Er hörte auf, sich zu beschweren. Die Polizei analysierte alles. Es gab erneut Informationen, dass Olin einen kleinen Konflikt mit seinem ältesten Sohn gehabt hatte. Der junge Mann sprach erneut mit den Ermittlern und erzählte, dass er und Olin unterschiedliche Ansichten über die Ausbildung und die weitere Tätigkeit des jungen Mannes gehabt hätten. Nach Angaben des Sohnes hatten sie sich einige Zeit nach dem Konflikt wieder versöhnt. Es reichte aus, sich einfach mit seinem Vater zu unterhalten. Sie kamen zu dem Schluss, dass er selbst über seine weiteren Pläne entscheiden sollte. Olin stimmte zu, und danach hörten die Meinungsverschiedenheiten auf. Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn der Opfer der Tragödie empört darüber,
dass die Ermittler immer noch versuchten, jemanden für das Geschehene verantwortlich zu machen. Der Mord und der Tod des Familienoberhaupts der Johnsons haben einmal mehr gezeigt, wie fragil das seelische Gleichgewicht selbst in einer so stabilen, liebevollen Beziehung sein kann. Als offizielles Motiv für den Angriff wurde ein plötzlicher psychotischer Anfall angenommen. Auch wenn dies aufgrund des Todes von Olin nicht bestätigt werden konnte, erklärte es zumindest die Spontaneität des Vorfalls. Die jüngeren Kinder der Johnsons wurden von Verwandten mütterlicherseits in Obhut genommen. Sie sahen es als ihre Pflicht an, die Jungen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Dies war eine echte Rettung, damit die Kinder nicht zusätzlich traumatisiert wurden, weil sie voneinander getrennt wurden. Es wird Jahre dauern, bis sie sich vollständig erholt haben. Insbesondere der Jüngere, der seine toten Eltern mit eigenen Augen gesehen hat. Er schrieb seine Gelassenheit an diesem schicksalhaften Tag dem Schock über das Geschehene zu. Er war einfach wie gelähmt und wusste nicht, was er tun sollte. Nachdem die Kriminaltechniker und der Gerichtsmediziner ihre Arbeit beendet hatten, wurden die Leichen von Olin und Carolyn beigesetzt. Die Familie der Frau bestand jedoch darauf, dass die Eheleute getrennt beigesetzt werden sollten, da sie den Mann bis zum Schluss nicht verstehen und ihm nicht vergeben konnten. Olins Verwandte stimmten dem zu. Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld sich in einer Krisensituation befinden, wenden Sie sich bitte an eine Beratungsstelle. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.